In den ersten Minuten nach Mitternacht am 26. April 1986 um 1:23 Minuten und 40 Sekunden Moskauer Zeit erschütterte eine Explosion die Welt, die sie für immer verändern sollte. Es war die Nacht, in der der vierte Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl einer entscheidenden Prüfung unterzogen werden sollte, um das Sicherheitssystem zu testen. Doch aufgrund einer komplexen Kette, teils systemischer Fehler sowie des menschlichen Faktors, lief alles anders als geplant. Die Missachtung der Betriebsabläufe und konstruktive Mängel des Reaktors führten zur Tragödie. Die wichtigsten Sicherheitssysteme waren abgeschaltet, sodass der Reaktor praktisch ungeschützt dem unkontrollierten Leistungsanstieg ausgesetzt war, der die konstruktiven Schwächen offenbarte und schließlich zur katastrophalen Explosion führte. Im Epizentrum dieses Albtraums befand sich Kiew, das nur 150 Kilometer von Tschernobyl entfernt liegt und zusammen mit anderen Regionen radioaktiver Kontamination ausgesetzt war. Eine mächtige Strahlungswelle breitete sich über das Gebiet aus und verwandelte die stille Nacht in den Beginn einer ökologischen und sozialen Katastrophe ungeheuren Ausmaßes. Und während wir versuchen zu verstehen, was und warum geschehen ist, verbergen sich hinter den Schatten dieser Ereignisse noch mehr Rätsel. In den ersten Stunden nach der Explosion kam es zu einer allmählichen und ungleichmäßigen Ausbreitung der Strahlung, was zur Entstehung der berühmten Tschernobyl-Spuren führte. Der Wind trug die radioaktiven Partikel über Hunderte von Meilen, aber das Absetzen erfolgte allmählich abhängig von den Wetterbedingungen. Diese Partikel verschmutzten den Boden, das Wasser und die Pflanzen und hinterließen tiefe Spuren in der Umwelt. Eines der bekanntesten Beispiele war die vollständige Zerstörung der Flora im Roten Wald, wo die Bäume fast augenblicklich durch die enorme Strahlendosis starben. Dieses Gebiet, das offiziell als Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern ausgewiesen wurde, wurde zum Symbol für unumkehrbare Veränderungen in der Natur. Die radioaktive Strahlung griff die menschlichen Körper auf zellulärer Ebene an. Untersuchungen bestätigen eine Zunahme von Krebserkrankungen und Mutationen bei Menschen, die in den betroffenen Regionen leben. In jener verhängnisvollen Nacht vom 26. auf den 27. April begann die Evakuierung unter der Leitung von Boris Schtscherbina. Damals verstanden nicht alle das wahre Ausmaß der Bedrohung. Die Entscheidung, die Menschen umzusiedeln, war schwierig und ging zunächst mit einer Unterschätzung der Folgen einher. Dennoch half die Evakuierung vielen, dem Unglück zu entgehen. Eine wichtige Aufgabe der langfristigen Rehabilitation des Gebiets bleibt bisher ungelöst. Doch allmähliche Fortschritte in Medizin und Ökologie helfen der Welt, sich an diese neue Realität anzupassen. Neben diesen Bemühungen enthüllt die Geschichte weiterhin immer neue Seiten der Folgen, die von der Katastrophe zurückgeblieben sind. Vor 40 Jahren, am 26. April 1986, wurde die Welt mit einer erschreckenden Realität konfrontiert. Die friedliche Nutzung der Atomkraft wurde zum Feind der Menschheit. In den ersten Tagen nach der Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl handelten die Liquidatoren im Blindflug, ohne genaue Informationen über das Ausmaß der Bedrohung zu haben. Viele von ihnen hörten zum ersten Mal von Radioaktivität aus zufälligen Gesprächen und nicht aus offiziellen Quellen. Hunderttausende Menschen, etwa 600.000 um genau zu sein, darunter Militärangehörige, Fachleute und Zivilisten, oft ohne angemessene Ausbildung, kamen zur Hilfe. Ihnen stand nur ein Minimum an Schutz zur Verfügung, der zudem oft unwirksam war. Sie arbeiteten in gewöhnlicher Spezialkleidung, oft ohne Atemschutzmasken. Trotzdem löschten sie heldenhaft das Feuer, räumten die Trümmer des zerstörten Reaktors weg und errichteten ein Bauwerk namens Sarkophag, um den zerstörerischen Kern einzuschließen, der zur Katastrophe führte, deren Folgen uns bis heute verfolgen. Jeder von ihnen wusste um die tödliche Gefahr. Viele von ihnen waren einer starken Strahlenbelastung ausgesetzt, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und vorzeitigen Todesfällen führte. Das hielt sie nicht auf. Furchtlosigkeit und Mut bestimmten ihr Handeln, das mit Orden und Ehrungen gewürdigt wurde. Den Menschen war klar, dass sie dies nicht des Ruhmes wegen taten, sondern um Millionen zu retten. Und im Schatten dieser Heldentat bleiben nicht nur historische und wissenschaftliche Entdeckungen, sondern auch ungewöhnliche Phänomene, die die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich zogen, die sich in der Sperrzone aufhielten. Über sie werden wir noch mehr erfahren, und diese Geheimnisse könnten die Tage der Katastrophe noch rätselhafter machen. In der lautlosen Dunkelheit der Sperrzone geschah etwas Unerklärliches. Geheimnisvolle Lichter, die oft die Form von Halos oder Blitzen annahmen, ließen die gerade abgezogenen Liquidatoren immer wieder zurückblicken. Diese Erscheinungen wurden durch Augenzeugenberichte festgehalten und sind für immer Teil der Legenden von Tschernobyl geblieben. Aus rationaler Sicht wurden die Lichtblitze durch natürliche atmosphärische Effekte, Funken von beschädigter Ausrüstung oder Reflexionen von vergessenen Bauwerken erklärt. Für manche Menschen jedoch bekamen sie eine mystische Bedeutung,
Der sowjetische UFO-Forscher Wladimir Azhaja zeichnete Berichte von Augenzeugen über Scheiben und zigarrenförmige Objekte auf, die angeblich in den Atmosphärenschichten über der Zone gesichtet wurden. Auch wenn es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, haben diese Erzählungen dennoch ihren Platz im kulturellen Mythos rund um die Katastrophe gefunden. Die Liquidatoren selbst, die in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 in Tschernobyl eintrafen, beobachteten Lichterscheinungen, während sich Feuer, Flammen und radioaktives Leuchten in einem tödlichen Tanz über Reaktor Nummer 4 vermischten. Dies verlieh der Situation zusätzliche Dramatik, in der die Feuerwehrleute heldenhaft versuchten, die Ausbreitung des Feuers zu stoppen, obwohl sie wussten, wie gefährlich es war, sich wegen der hohen Strahlenbelastung in der Nähe des Reaktors aufzuhalten. Obwohl wissenschaftliche Erklärungen für Lichtanomalien häufiger mit Funken, chemischen Reaktionen und einzigartigen atmosphärischen Effekten in Verbindung gebracht werden, suchen Autoren von Folklore und urbanen Legenden ständig nach Mystik in jedem Phänomen. Doch so sehr man auch an das Übernatürliche glauben möchte, ist die Wahrheit oft viel prosaischer. Wenn man sich nun mit diesen Rätseln beschäftigt, stellt man sich unwillkürlich die Frage, was ist die wahre Natur der mysteriösen Lichter und der Theorien, die ihre Existenz umgeben? Dies bleibt einer von vielen Aspekten, die dabei helfen, das Puzzle dessen zusammenzusetzen, was in jener tragischen Nacht wirklich geschah. Die Katastrophe von Tschernobyl hat viele Fragen hinterlassen, doch nur wenige davon betreffen Verschwörungstheorien. Kurz vor dem Unfall, in der Nacht zum 26. April 1986, wurde am 4. Reaktorblock des Kraftwerks ein ungewöhnlicher Test durchgeführt, der von zahlreichen Verstößen gegen die Sicherheitsvorschriften begleitet war. Es handelte sich keineswegs um ein routinemäßiges Experiment, sondern um einen gefährlichen Test, der die Abschaltung einiger Notfallschutzsysteme vorsah und damit den Auslöser für das Drama bildete. Die Konstruktion des RBMK-Reaktors wies Mängel auf, wie zum Beispiel einen positiven Dampfkoeffizienten der Reaktivität, was ihn bei niedrigen Leistungsniveaus äußerst instabil machte. Dies zusammen mit den Protokollverstößen, als das Personal die Steuerstäbe aus dem aktiven Bereich herauszog, machte die Situation hochexplosiv. 6-mal wurde die Anweisung missachtet, was eine tödliche Kette von Ereignissen auslöste. Verschwörungstheorien oder geheime Tests bleiben lediglich Spekulationen. Offizielle Untersuchungen bestätigen diese nicht. Bekannte Verstöße sowie die unzureichende Qualifikation des Personals weisen jedoch eindeutig auf den menschlichen Faktor als Hauptursache hin. Die Katastrophe war ein Weckruf, der eine Reihe systemischer Probleme offenlegte, die grundlegende Veränderungen im Bereich der Kernenergie und im Personalmanagement erforderten. Die rätselhaften Ereignisse jener Nacht werfen nun noch mehr Fragen auf und drängen dazu, neue Aspekte zu erforschen, die ebenso geheimnisvoll sind wie die Natur des Atoms selbst. Die Stadt Prypjat, gegründet am 4. Februar 1970, war ursprünglich als Wohnort für die Mitarbeiter des im Bau befindlichen Kernkraftwerks Tschernobyl und deren Familien vorgesehen. Sie wuchs allmählich und erhielt erst im Jahr 1979 den offiziellen Status einer Stadt. Prypjat war das Sinnbild für Modernität und Fortschritt, doch in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 begann eine Katastrophe, die ihr Schicksal für immer veränderte. Die Evakuierung begann 36 Stunden nach dem Unfall. 5.800 Busse wurden eingesetzt, um alle Einwohner aus der Sperrzone zu bringen, wodurch die blühende Stadt plötzlich in eine Wüste verwandelt wurde. Erstaunlicherweise sind rund um Prypjat Spuren des früheren Lebens erhalten geblieben. Rostige Fahrgeschäfte im Vergnügungspark, wo das Riesenrad, das zum Symbol der Stadt wurde, sich für die Bewohner niemals drehte. Das Tschernobyl-Sperrgebiet erstreckte sich über mehr als 2600 Quadratkilometer und umfasste Gebiete von gleich 2 Ländern, der Ukraine und Belarus. In diesen einst belebten Straßen ragen nun verlassene Gebäude zwischen dicht gewachsener Vegetation empor. Die Natur scheint bestrebt zu sein, sich die von den Menschen aufgegebenen Räume zurückzuerobern, verschlingt die Städte und verbirgt sie unter einer Schicht aus Zeit und Stille. Heute, Jahrzehnte später, bleibt Prypjat unbewohnt. Doch diejenigen, die es wagen, ihre Straßen zu erkunden, behaupten, hier eine besondere Atmosphäre zu spüren, in der Legenden und Mythen mit der realen Geschichte verschmelzen. Diese Erzählungen verleihen diesem Ort zusätzliche Geheimnisse und ziehen weiterhin Forscher der Rätsel der Vergangenheit an. In der Sperrzone von Tschernobyl begann die Natur erstaunliche Akte der Erneuerung zu vollbringen. Nach der Evakuierung verließen die Menschen dieses Gebiet und schon bald kehrten die Tiere zurück und verwandelten das verödete Land in ein Zuhause für eine vielfältige Tierwelt. Untersuchungen zeigen, dass die Population vieler Arten in Abwesenheit menschlicher Aktivität zunimmt. Ein besonders anschauliches Beispiel sind die Grauwölfe, die heute in dieser Zone in großer Zahl leben.
Allerdings hat die Strahlung ihre Spuren hinterlassen. Obwohl Wissenschaftler keine massenhaften Mutationen festgestellt haben, zeigen einige Arten dennoch Anzeichen einer Anpassung an die neuen Bedingungen. Bei Vögeln und Insekten werden gelegentlich einzelne Mutationen festgestellt, doch deren Einfluss bleibt begrenzt und ist oft unbedeutend. Dabei nimmt die Fruchtbarkeit ab, was für viele Bewohner der Zone typisch ist. Eine solche Umgebung begünstigt die natürliche Selektion, die mitunter zu erstaunlichen Ergebnissen führt. Das Leben unter Strahlungsbedingungen erfordert von Tieren und Pflanzen eine Kaskade biologischer Veränderungen, die auf das Überleben ausgerichtet sind. Im Jahr 2016 wurde das Tschernobyler Strahlenökologische Biosphärenreservat offiziell eingerichtet, das sich mit der Erforschung und dem Schutz der Natur in dieser einzigartigen Region beschäftigt. Hier zeigt die Natur ihre Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft gegenüber den durch die Katastrophe verursachten Herausforderungen. Trotz der angesammelten Schwierigkeiten wird die Tschernobyl-Zone zu einem lebendigen Labor, das Wissenschaftlern einzigartige Möglichkeiten bietet, das Zusammenspiel von Natur und Strahlung zu erforschen. In diesen weiten Gebieten gibt es noch viele Rätsel. Einige ihrer Antworten könnten Licht auf erstaunliche Prozesse werfen, die dort stattfinden, wo der Mensch nur Zeuge, aber nicht Akteur der Veränderungen war. Als nächstes betrachten wir eine weitere Facette des Einflusses von Tschernobyl, die zum Nachdenken über die langfristigen Folgen dieser Katastrophe anregt. Heute ist die Tschernobyl-Zone ein lebendiges Denkmal menschlichen Mutes und Leidens sowie ein Objekt wissenschaftlichen Interesses. Offiziell wurde das neue sichere Einschlussbauwerk von Tschernobyl im November 2016 in Betrieb genommen, 30 Jahre nach der Katastrophe. Diese kolossale Konstruktion schützt die Welt vor den Überresten des zerstörten Reaktors und ihr Aufbau ist ein Meisterwerk moderner Ingenieurskunst. Das Tschernobyl-Schutzgebiet, das mehr als 2000 Quadratkilometer umfasst, ist auf erstaunliche Weise zu einem Zufluchtsort für über 40 seltene und vom Aussterben bedrohte Tierarten geworden, darunter Bären, Luchse und Przewalski-Pferde. Wissenschaftler verzeichnen einen Anstieg der Populationen dieser Arten, was dem Fehlen von Menschen zu verdanken ist. Streng regulierter Tourismus wird immer beliebter, was angesichts der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und der begrenzten Routenbereiche verständlich ist. Die Strahlung übt weiterhin Einfluss auf die Migration der Radionuklide aus. Sie können tiefer in den Boden eindringen oder näher an die Oberfläche gelangen, was neue ökologische Herausforderungen schafft. Besonders wichtig ist es, auf das Vorkommen von Cäsium-137 zu achten, das für seine 30-jährige Halbwertszeit bekannt ist. Obwohl die Bedeutung von Isotopen wie Jod-131 schnell abnimmt, setzen Wissenschaftler die Überwachung dennoch fort, da Flora und Fauna genetisch instabil bleiben. Die Auswirkungen der Tschernobyl-Katastrophe waren enorm und führten zu einer Verschärfung der Standards für nukleare Sicherheit sowie zu einer aktiven internationalen Zusammenarbeit. Die Sanierung der Tschernobyl-Zone ist eine Aufgabe für zukünftige Generationen, denn ihre vollständige Wiederherstellung wird mehr als 150 Jahre dauern. Inzwischen liefert dieses einzigartige Ökosystem den Wissenschaftlern weiterhin unschätzbare Daten über die Wechselwirkungen der Natur mit der Strahlung. Vor diesem Hintergrund entstehen viele neue Fragen, auf die die Menschheit erst noch Antworten finden muss. Die Tschernobyl-Katastrophe wurde zu einem starken Katalysator für die Überprüfung der Ansätze zur nuklearen Sicherheit. Nach der Tragödie vereinten die Länder der Welt ihre Kräfte unter der Schirmherrschaft der Internationalen Atomenergieorganisation, um die Sicherheitsstandards in der Kernenergie zu standardisieren und festzulegen. Diese Weggabelung der Geschichte führte zu einer Verschärfung der Standards und einer Verbesserung der Vorschriften, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Die Unsicherheit und Verwundbarkeit der RBMK-Reaktoren zwangen dazu, ihre Konstruktion zu modernisieren und zu verbessern sowie Mängel zu beseitigen, einschließlich des positiven Dampfkoeffizienten der Reaktivität. Diese Maßnahmen wurden insbesondere an russischen Kernkraftwerken in Leningrad, Kursk und Smolensk umgesetzt, wo die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls um das 100-fache reduziert wurde. Eine umfassende Überprüfung der Sicherheitssysteme und neue Diagnosetechnik sind nun überall zur Norm geworden. Die internationale Zusammenarbeit, koordiniert durch die IAEO, fördert den Erfahrungsaustausch und die Entwicklung einheitlicher Sicherheitsstandards. An dieser globalen Initiative sind Dutzende Staaten und Tausende von Fachleuten beteiligt, die regelmäßig gemeinsame Prüfungen durchführen, um potenzielle Gefahren zu erkennen, bevor sie zu Katastrophen werden. Die Sicherheitskultur ist zum grundlegenden Prinzip geworden. Der Betrieb von Atomanlagen ist nun auf Prävention ausgerichtet, nicht mehr auf die Reaktion im Falle eines Unfalls. Schritt für Schritt wurden die Veränderungen allmählich in das Bewusstsein und die Arbeitsstandards der internationalen Nukleargemeinschaften integriert. Offene Kommunikation und Transparenz der Informationen schaffen neue Formen der Kontrolle und ermöglichen die frühzeitige Erkennung potenzieller Bedrohungen.
Diese Maßnahmen haben der Menschheit geholfen, aus Tschernobyl zu lernen und das Fundament für eine sichere Zukunft der Kernenergie zu legen. Während Mythen und Legenden diesem Ereignis einen Hauch von Mystik verleihen, bleiben technische Errungenschaften und organisatorische Reformen eine lebendige Erinnerung daran, wie wichtig es ist, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, um eine sichere Zukunft zu gestalten. Die Sperrzone von Tschernobyl wurde zu einem Testgelände für die Erforschung der Auswirkungen von Strahlung auf lebende Organismen. Hier gibt es keine fantastischen Mutanten mit dritten Augen oder zusätzlichen Gliedmaßen, aber es gibt realere Beispiele für Anpassung. Spanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Laubfrösche, die in dieser Zone leben, allmählich eine dunkle, fast schwarze Färbung annehmen. Dies hängt mit einem erhöhten Melaningehalt zusammen, der die Strahlung absorbiert und so ihre negativen Auswirkungen verringert. Ein anschauliches Beispiel für natürliche Selektion. Interessanterweise wurde bei den örtlichen Wölfen eine erhöhte Immunität gegen Krebserkrankungen festgestellt. Trotz der hohen Strahlendosen. Untersuchungen zeigen, dass sich ihr Organismus erstaunlich gut an die neuen Bedingungen angepasst hat. Dies bestätigen Arbeiten amerikanischer und europäischer Wissenschaftler, die Veränderungen auf genetischer Ebene untersucht haben. In den ersten Jahren nach der Katastrophe wurden in der Tschernobyl-Zone schwere Mutationen bei Haustieren festgestellt. Bei neugeborenen Kälbern und Ferkeln wurden zahlreiche Fehlbildungen und Deformationen festgestellt. Diese Fälle sind dokumentiert, obwohl sie schaurige Gefühle hervorrufen, und oft überlebten solche Tiere nicht. Moderne wissenschaftliche Studien betonen, dass Strahlung nicht nur das genetische Material zerstört, sondern auch eine beschleunigte Evolution und Anpassung fördert. Diese Entdeckung verändert die gewohnten Vorstellungen über die Folgen und ermöglicht es, den Einfluss der Katastrophe auf die Umwelt neu zu überdenken. In den stillen Weiten der Sperrzone zeigt die Natur weiterhin erstaunliche Fähigkeiten zur Erholung und Anpassung. Tschernobyl bleibt ein lebendiges Labor, das Geheimnisse offenbart, die noch entschlüsselt werden müssen. Wie werden diese Prozesse und genetischen Veränderungen die Landschaft von Tschernobyl in Zukunft beeinflussen? Das ist eine Frage, die für die wissenschaftliche Forschung offen bleibt. Mehr als 3 Jahrzehnte sind vergangen, seit die Katastrophe von Tschernobyl das Leben von Millionen verändert hat. Eine der schwerwiegendsten Folgen ist der Anstieg von Schilddrüsenerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Dazu trug die Bestrahlung mit Jod 131 in den ersten Tagen nach dem Unfall bei. In jenen Tagen erhielten die Verwundbarsten die höchste Strahlendosis. Diese Fakten werden durch Studien und wissenschaftliche Beobachtungen untermauert. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurden zwar sowohl bei den Liquidatoren als auch bei den Bewohnern der betroffenen Gebiete festgestellt, sind jedoch unter Wissenschaftlern umstritten. Langfristige Komplikationen erfordern eine eingehendere Untersuchung, um einen genauen ursächlichen Zusammenhang mit der Strahlenbelastung festzustellen. In der Reihe der undokumentierten Fragen bleibt diese offen und erfordert Vorsicht bei den Schlussfolgerungen. Auch die europäischen Regionen spürten die Auswirkungen des Tschernobyler Niederschlags. Das Fehlen klarer Daten über einen anhaltenden Anstieg von Krebserkrankungen, insbesondere unter Landwirten, erschwert das Verständnis dieser Katastrophe. Dennoch erfassten radioaktive Niederschläge weite Teile Mittel- und Nordeuropas sowie Großbritanniens und setzten Millionen Menschen einem riskanten Einfluss aus. Die Gesamtzahl der Evakuierten erreichte etwa 330.000 Menschen und die Zahl der Betroffenen in Belarus, der Ukraine und Russland belief sich auf rund 8.400.000. Die katastrophalen Auswirkungen auf die Regionen sind weitreichend. Tschernobyl setzte neue Maßstäbe in der nuklearen Sicherheit. Die Katastrophe hallte weltweit wieder und führte zur Entstehung einer internationalen Sicherheitskultur. Und der 26. April wurde zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer der Tschernobyl-Katastrophe erklärt, der von der UNO ins Leben gerufen wurde und daran erinnern soll, wie wichtig es ist, die Geschichte zu bewahren, um zukünftige Fehler zu verhindern. Diese Katastrophe bleibt eine Lehre für gegenwärtige und zukünftige Generationen und erinnert an den Wert von Verantwortung und Transparenz im technologischen Fortschritt. Doch in ihrem Schatten verbirgt sich eine neue Dimension, das Erbe und die Erinnerung, ein Teil, den wir erst allmählich zu begreifen beginnen. Was bedeutet dieses Erbe heute für uns und wie können wir weiterhin aus den Fehlern der Vergangenheit lernen? Eine weitere Reise in die sozialen und historischen Tiefen von Tschernobyl wird uns helfen, dieses Geheimnis zu entschlüsseln. Als die Zeiger der Uhr am 26. April 1986 um 1 Uhr 23 Minuten und 40 Sekunden stehen blieben, hielt die Welt angesichts der unsichtbaren Bedrohung der Tschernobyl-Katastrophe den Atem an. Die Explosion im 4. Reaktorblock des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der Stadt Prypjat in der ukrainischen SSR zeigte die Unberechenbarkeit von Kräften, die sowohl Leben nähren als auch zerstören können.
Die Folgen waren wie folgt: In den ersten 3 Monaten starben etwa 30 Menschen an Strahlenbelastung und Verletzungen. In den folgenden Jahren gab es etwa 20 indirekte Todesfälle. Mehr als 130 Liquidatoren erlitten eine akute Strahlenkrankheit. Die langfristigen Folgen sind enorm. Ihre Bewertung ist schwierig, aber wissenschaftliche Diskussionen dauern bis heute an. Die Katastrophe veränderte den Ansatz zur nuklearen Sicherheit auf internationaler Ebene und trug zu strenger Kontrolle und Transparenz in der Kernenergie bei. Seitdem ist der 26. April zum Internationalen Gedenktag geworden, der im Jahr 2016 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgerufen wurde. Das ist eine Erinnerung daran, dass die Lehren der Geschichte nicht vergessen werden dürfen. Die Ereignisse von Tschernobyl inspirierten nicht nur zu einer neuen Überprüfung der Sicherheitsstandards, sondern auch zu Kreativität, Filmen, Büchern und Kunst, die Mut und Verluste verewigen. Die Katastrophe führte zu einem Umdenken in Bezug auf technologische Verantwortung und hinterließ gleichzeitig neue Fragen zu unserer Fähigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. In dieser faszinierenden und komplexen Geschichte gibt es immer noch Geheimnisse, die es zu enthüllen gilt. Wie ziehen wir Lehren aus der Vergangenheit und was bedeutet das für unsere Zukunft? Um diese Fragen zu beantworten, muss man die ganze Vielfalt der Nuancen und Einflüsse untersuchen, die in der Weltgemeinschaft ihre Fortsetzung gefunden haben.